Waldemar. Was ist für dich wichtig an Freestyle Frisbee? Eine ganz wichtige Komponente ist dieses Zusammenspiel mit dem Wind und in den Flow zu kommen. Man kann es mit dem Sport dazu benutzen als Werkzeug, weil sagen, okay, cool, ich habe Bock auf einen coolen Jam, dann ist man im Flow des Jams, aber auch geistig im Flow. Und bei gutem Wind kommt das echt recht häufig. Und wenn man im Flow ist und diese Zeit einfach verfliegt, dann passieren die Sachen mit Leichtigkeit oft. Und das ist halt, diese Erfahrung zu machen, da kriege ich Gänsehaut ein bisschen. Und das ist schon, die Momente im Jam sind halt magisch, weil Tag davor versucht man, macht 10-mal, schafft 2-mal und im Jam klappt er ohne nachzudenken. Gibt auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Wie bist du zum Frisbee gekommen? Eigentlich hat es damit angefangen, dass ich irgendwann eine Frisbee hatte. Ich hatte eine Tasche, die man über die Schulter werfen kann und da passte die Scheibe ganz gut rein. Und dann hat es damit angefangen, dass wir mit ein paar Kumpels dann in der Pause in der Schule ein paar Scheiben geworfen haben. Aber man hat, glaube ich, erstmal nicht den Spaß gefunden, weil man irgendwie sich sehr begrenzt gefühlt hat. Aber auf den Nägel kam da drauf, als ein Kumpel, das damals bei dem neumodischen YouTube hatte was gesehen, dass da Leute mit einer Frisbee-Scheibe machen. Wow, was ist das? Und dann dachten wir uns, oh, das wollen wir können halt. Und dann habe ich mich mit dem Nico 2 Wochen lang in den Rheinpark gestellt in Köln und haben uns gedacht, okay, jeder gibt dem anderen einen Wurf mit möglichst Spin. Was man am Anfang nicht kann, ist scheiße halt, ne? Muss man lernen. Und dann nach 2 Wochen konnten wir beide den Clockwise Delay. Danach dachte ich so, was machst du jetzt? Und dann habe ich in einem Unisport-Büchlein geguckt und da steht Freestyle Frisbee Kurs. Da bin ich hingegangen, war auch ganz nice, aber eines Tages kam der Sascha Scherzinger kurz vorbei und macht einfach aus dem Nichts eine Combo und schließt das, glaube ich, mit einem Scarecrow ab und ziemlich entspannt und halt so, ja. Du warst geflasht? Ja, definitiv. Und dann war es dann so, dass ich ein paar Tage später dann mitgekommen bin zu einem Jam. Da war Ilka, Boguslav Bull, der Bo und dann ist man halt eingestiegen in den Freestyle Space. Hat man ganz viele Sachen gesehen, die man nie vorher gesehen hat und dachte, wow, okay, und ja, will ich auch können. Dieses Jahr bist du Head Judge bei der Deutschen Meisterschaft auf der Insel Grafenwert. Was hast du da für Gefühle? Das ist schon ein Ansporn, weil es ist eine deutsche Meisterschaft und man will es so gut wie möglich machen, aber vor allem den Leuten das Gefühl zu geben, das ist ein cooles Event und hoffentlich zu sehen, was entwickelt. Das ist ja halt, passt ja auch zu deinem Thema, so Catching the Spark, zu sehen, was passiert, wenn man ein bisschen investiert, da entsteht Energie und passiert schon mal, dass so Sparks losgehen und du merkst, auch cool. Und so wie du gelernt hast, nun gibst du Unterricht beim Freestyle an der Uni Köln. Wie ist das für dich? Einer der coolsten Momente ist, wenn die Leute dann erstmal sagen, ich kann das nicht, ne? Und dann probiert man es und nach ein paar Minuten, der Mensch macht es und du merkst den Gesichtsausdruck und das Leuchten in den Augen, dieses Spark quasi, ne? Dieses Aufgehende, unerwartet und auf einmal funktioniert es. Und die stehen da erstmal für ein paar Sekunden und merken selber, ach, echt, das geht echt. Und das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen Gänsehaut, kommt dann so raus. Wir haben Body Rolls geübt. Einer hat es relativ schnell verstanden und die Scheibe rollt sauber durch und sie fängt sie. Guckt sich um, denkt, hat das jemand gesehen? Und ich habe es gesehen, dann habe ich noch ein paar gesehen. Dann meinte ich, ja, wie viele hast du denn jetzt gemacht? Ja, 5 oder 6. Ich dachte, okay, wow. Und ich habe gesagt, ja, ich bin stolz drauf, das war cool. Hast du Weisheiten, so Vergleiche zwischen Freestyle Frisbee und dem Alltag? Wir haben, glaube ich, im Alltag oft so eine Art, Dinge zu vermeiden. In dem Fall ist es oft, in vielen Fällen, so, sich darauf einlassen und dann festzustellen, das ist anders als ich dachte und viel besser als ich dachte. Und am besten jeden Tag aus der Komfortzone raustrauen, Dinge probieren, wie jetzt in dem Fall Tricks und festzustellen, ich kann etwas nicht, also wage ich was zu machen, was ich nicht kenne, das ist die Komfortzone verlassen und dadurch merken, wow, es war cool, was ich gemacht habe, weil ich habe gelacht und es war cool. Ja. Und so ist das Leben eigentlich auch. Da macht das Leben auch Spaß, habe ich festgestellt. So. Weil das ist das Interessante, das zu erfahren, was nicht geplant ist, was anders ist. Ja, wenn Pläne voll aufgehen, die machen irgendwann keinen Spaß. Jams machen dann viel mehr Spaß, wenn du merkst, es sind nicht die eingeübten Sachen, die immer wieder tausendfach wiederholt wurden, sondern wenn der Freestyle dieses Zufallsprinzip reinkommt. Halt, ne? Und dann merkt man im Jam, ist der Jam, der offen ist, ergebnisoffen. Und es macht halt Spaß.